Nürnberg hat mich mit seiner Altstadt sehr positiv überrascht. Los geht's mit dem Handwerkerhof. Durch 2 Tore kommt man rein und auch wieder raus. In kleinen Fachwerkhäuschen gibt es traditionelle Handwerkskunst und urige Wirtschaften. Nürnberg hat eine schöne Fußgängerzone, die einen harmonischen Eindruck macht. Durch Bombardements wurde 1945 die Innenstadt zu 95% zerstört. Beim Wiederaufbau wurden viele Gebäude rekonstruiert. Ein großes Lob an die Verantwortlichen. Quer durch die Innenstadt fließt die Pegnitz. So entstehen viele schöne, lauschige Plätzchen. Mitten in der Altstadt, nur ein paar Schritte von der Pegnitz entfernt, ist der Hauptplatz. Und wem die Kirche mit ihrem Balkon bekannt vorkommt, hat wahrscheinlich in den Nachrichten gesehen, wie das Christkind den Nürnberger Christkindlmarkt eröffnet. Da steht nämlich das Christkind genau auf diesem Balkon. Der Hauptplatz hat eine weitere Sehenswürdigkeit, nämlich den schönen Brunnen. Der heißt wirklich so, schöner Brunnen. Und das Besondere ist der Ring, der ohne Naht in das Gitter eingefügt ist. Wer ihn dreht, darf sich was wünschen und der Wunsch wird in Erfüllung gehen. Über der Stadt thront seit Jahrhunderten die Kaiserburg. Eine der bedeutendsten Burganlagen des Mittelalters. Zwischen 1050 und 1571 hielten alle Kaiser und Könige des damaligen Heiligen Römischen Reiches hier ihre Hofs-, Reichs- und Gerichtstage ab. So entstand nach und nach auf dem Burgfelsen eine der größten und prachtvollsten Burganlagen des Reiches. Die Kaiserburg war nur während der Kaiserbesuche bewohnt. Der Verwalter wohnte in einem vorgelagerten Teil der Anlage. Bereits vom Burghof aus hat man einen überragenden Blick. Wie mag der erst von einem der Burgfenster sein? Die Räumlichkeiten sowie der innere Burghof können nur gegen Eintritt betreten und besichtigt werden. Dafür hat mir leider die Zeit gefehlt. Selbst die Nebengebäude haben eine Menge umbauten Raum. Das hier sind die ehemaligen kaiserlichen Stallungen. Heute ist die Jugendherberge für Nürnberg darin untergebracht. Vom Burggarten aus erreicht man ein kurzes Stück Wehrgang auf der Stadtmauer, das frei zugänglich ist und einen netten Blick bietet. Wobei der Blick vom Platz beim Tiergärtner Tor direkt darunter für mich genauso schön ist. An vielen Stellen der Stadt sieht man die alte bzw. wiederaufgebaute Stadtmauer. Auch sonst gibt es viele Details, die an die mittelalterliche Geschichte erinnern. Natürlich wird in Nürnberg auch Bier gebraut und wir waren in einem Lokal, in dem noch gebraut wird. Das Essen und das Bier waren gut, doch irgendwie hatten wir den Eindruck von Massenabfertigung. Die mächtigen Türme der Lorenzkirche sind über 80 Meter hoch. Auch im Innern kann der imposante Bau sich sehen lassen. Um das Jahr 1250 wurde mit dem dreischiffigen Kirchenbau begonnen und gut 200 Jahre später wurde er fertiggestellt. Trotz der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg sind die meisten Kunstwerke und Fenster original erhalten. Denn bereits ab dem ersten Kriegsjahr wurde begonnen, die Kunstschätze auszubauen und in Bunkern sicher zu verwahren. Das war's von meiner Reise nach Nürnberg. Ich weiß, ich habe viel nicht gesehen. Wenn ihr Tipps habt, was ich das nächste Mal unbedingt noch anschauen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen.